In diesem Video habe ich noch eine Marketing-Idee zum Verkauf deines Online-Kurses. Wenn du jetzt das erste Mal so im Internet unterwegs bist und das erste Mal ein Produkt erstellt hast, dann stellst du dir wahrscheinlich die Frage, wie kriege ich das denn jetzt nun an den Mann oder die Frau? Egal, aber irgendwie muss ich das ja jetzt verkaufen, ne? Deswegen haben wir uns gestern schon ein paar Ideen angesehen, wie man effektives Marketing betreibt. Ich verlinke das Video hier nochmal drüber. Und ja, heute geht's weiter. Ich habe noch eine Idee für dich und ich habe noch ganz viele Ideen für dich und deswegen verlinke ich auch meinen Kurs dazu unter diesem Video. Aber erst einmal schauen wir uns jetzt an, wie man mit Podcasts Geld verdienen kann. Ich habe mich wirklich lange gefragt, wie kann das funktionieren? Ne? Podcasting ist, man hört was, ist auch nett, ne? Man kann überall hören, ob ich jetzt spazieren gehe, Sport mache, ob ich einkaufen muss, im Auto sitze und zur Arbeit fahre oder ja, egal, benenne es. Du kannst, also hören ist schon ziemlich einfach, ne? Steck dein Handy in die Tasche, mach dir Kopfhörer rein und du kannst loshören. Also Podcasts sind überall möglich. Einfacher als Videos noch. Aber ich kann keine Links hinterlassen. Ne? iTunes erlaubt mir jetzt nicht wie YouTube, dass ich da einige Links in die Box packe und die Leute klicken dann da drauf, kommen zu mir oder irgendwas. Also ja, das funktioniert irgendwie nicht. Aber was funktioniert denn? Ne? Wie geht das? Und ich habe mir einen ganz bekannten Podcaster herausgesucht, das ist Pat Flynn. Der macht schon die Podcasts seit vielen, vielen Jahren und hat mittlerweile fast 500 Stück aufgenommen, also jede Woche ein. Und auch nochmal Ask Pat ist noch ein anderer Podcast, den hat er täglich aufgenommen. Ja, immer so eine Frage beantwortet. Ne? Es muss einen Grund haben, ne? Es muss einen Grund haben, warum er diese Podcasts macht und er muss auch damit irgendwie Geld verdienen. Und ich habe mir das dann irgendwann mal auf der Webseite angeschaut, wie Pat denn da jetzt letztendlich Geld mit verdient. Und das machen wir jetzt mal am Computer. Ich bin hier auf smartpassiveincome.com, siehst du hier oben in der Leiste. Und ja, Pat hat diese Webseite mehrmals überarbeitet. Ich kenne ihn mehr oder weniger schon. Ich hatte ihn mal in meinem Podcast. Also ich kenne ihn schon seit 2008. So lange macht er das schon. Und wenn ich hier auf Listen gehe, dann siehst du schon 2 Podcasts, die er hat. Und ich klicke mal auf einen drauf. Ich habe auch direkt hier schon einen geöffnet. Und was ich dir zeigen will, ist, dass er zu jeder Folge hier einen Post hat, einen Post schreibt. Und ich habe mal jetzt hier einfach einen geöffnet, die letzten hier 456. Und hier siehst du, was er macht. Er postet natürlich hier oben erstmal seinen Podcast, den kannst du direkt hier auf der Webseite hören. Du kannst natürlich auch erstmal dich eintragen und den auf iTunes hören, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt er erstmal wieder, worum es hier geht. Und was er auch macht, er gibt die Links. Die Links sind in einem Podcast natürlich nicht allzu einfach zu geben. Ne? Wie mache ich das? Ne? Ich kann das sagen, ich kann irgendwas .com.de sagen, aber oftmals merkt man sich das nicht unbedingt. Was man sich dem aber merken kann, ist, wenn man eine kurze URL nimmt. Ne? Er hat zum Beispiel immer eine URL gehabt, ne? smartpassiveincome.com / Podcast 4-456 oder sowas oder einfach nur 456 und man wurde dann zu dieser Seite weitergeleitet. Also 456 konnte man sich so gerade noch merken, ne? Und deswegen konnte man einfach die Seite aufrufen und dann halt auch zu diesem Post gelangen. Und dieser Post ist für ihn natürlich unglaublich wertvoll. Erst einmal gibt er der Webseite gute Inhalte. Ne? Es ist ein Interview mit jemandem und er gibt das hier mehr oder weniger wieder. Er erzählt was über den Gast, den er in dem Interview hatte. Er gibt auch dem Gast seine Links hier und erzählt dann, was ich von diesem Podcast habe. Ne? Es geht ja immer darum beim Marketing, wie wir das schon im letzten Video gesehen haben. Es geht ja immer darum, dass man irgendwie jemandem einen Mehrwert bietet. Ne? Wir haben uns ja angeguckt, wie erstelle ich den richtigen Kursnamen und haben uns dann Beispiele angeschaut. Und hier macht Pat das so, der schreibt hier, you learn. Also was lerne ich? Was bringt mir dieser Post? Was bringt es mir, wenn ich meine Zeit dafür opfere, diesen Podcast anzuhören? Lohnt sich das für mich? Das mag ja sehr gut sein, aber lohnt sich das für mich? Ist das was
da gerade erzählt wird, für mich interessant. Und deswegen habe ich hier so eine Auflistung mit YouLearn, da ist es schon für mich interessant. Und dann kommt Resources. Und das wiederum ist für ein Pad interessant, aber natürlich auch für den potenziellen Kunden, ne? Weil wenn derjenige mehr darüber erfahren möchte, dann ist er hier auch recht willkommen. Also in den Resources verlinkt er einmal zu Power Up Podcasting. Ich öffne das mal in einem neuen Tab. Das ist nämlich Pats Kurs zum Thema Podcasting. Und da zeigt er, wie man einen Podcast erstellt von A bis Z. Und naja, der Kurs ist natürlich bei jemandem, der so bekannt ist, natürlich auch nicht ganz günstig. $799 kostet er im Moment. Hier ist dann alles aufgelistet, was man in dem Kurs lernt. Also bestimmt lohnenswert. Frage ist, möchte man so dringend einen Podcast aufbauen? Dann macht man das wahrscheinlich. Oder SPI Pro, das ist eine Community, die er jetzt gegründet hat. Ja, wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? Dahin zu gehen, da mitzumachen. Ich kann ja mal draufklicken. Was gibt's da? Welcome to your safe place to learn and grow as an entrepreneur. Also mit ganz vielen Leuten zusammen kann ich dann mehr darüber lernen. Ja, okay. Was gibt's hier noch? Dann True Fans bei Kevin Kelly. Vielleicht ein Buch? Ich habe den Podcast nicht gehört. Mal schauen, was das ist. Ja, irgendwie, ne? Oder es wird gerade nicht richtig angezeigt. Ich weiß nicht, sieht ein bisschen seltsam aus. Egal, auf jeden Fall einfach noch eine Resource, ohne vielleicht, dass man da Geld im Kopf hat. Hier kann man sich noch was runterladen, nämlich das Transcript und kann sich das hier nochmal durchlesen, was über Pad lernen, wie auch immer. Auf jeden Fall, oder man kann sich ja sogar zumailen. Auf jeden Fall, hier haben wir wieder indirekte Werbung, ne? Nämlich einmal für seinen Podcast-Kurs und einmal für seine Mitgliederseite. Beides eine tolle Sache, wahrscheinlich auch fürchterlich hilfreich für diejenigen, die Interesse an diesem Podcast haben. Also, du gibst einen Mehrwert mit irgendetwas, mit einem Podcast, mit einem Bild auf Instagram, mit einem Video auf YouTube, Mehrwert. Und wenn du diesen Mehrwert gegeben hast, dann verlinkst du zu etwas Weiterführendem. Ne? Wenn der Kunde sich jetzt darüber informiert hat, also er hat sich das jetzt angehört und findet den Podcast auch gut und möchte vielleicht mehr lernen oder möchte einen eigenen Podcast haben, weil offensichtlich geht es ja um Podcast in diesem Podcast. Also, möchte ich mich weiter informieren, möchte weiter Informationen sammeln, möchte mir das vielleicht angucken, überlegen, ob das was für mich ist, ob ich wirklich das Geld ausgeben möchte, wie auch immer. Auf jeden Fall wäre das hier eine Möglichkeit, so vorzugehen mit dem Podcasting, also mit dem Podcast einfach darüber weiterzumachen und doch die Leute auf die Webseite zu holen. Indirektes Marketing mit unglaublich viel Mehrwert. Ja? Das hat die Caroline gemacht, das hat jetzt der Pat gemacht, das haben wir auch bei dem Phil gesehen. Also wichtig ist zum einen, um das Ganze mal ein Resümee draus zu ziehen, du fokussierst dich auf eine Plattform. Ja? Nimmst Podcasts und lädst es bei iTunes hoch, du erstellst Posts für Instagram oder du erstellst Videos auf YouTube, egal. Auf jeden Fall eine Plattform. Und wenn du die gefunden hast, wenn du deine Plattform gefunden hast, die du gerne nutzen möchtest, dann überlegst du dir, was könnten die Menschen, die dich da abonnieren, worüber könnten die sich, sagen wir mal, freuen. Ne? Was könnte denen weiterhelfen? Was könnte die interessieren? Und dazu erstellst du Inhalte. Ob das jetzt in hörbarer Form ist, in Bildformat oder als Video. Ja, das ist völlig egal. Hauptsache, du erstellst Inhalte, die für die Menschen relevant sind. Und wenn du das tust, ja, dann wird der Erfolg und damit auch das Einkommen nicht lange auf sich warten lassen. Ne? Also Influence comes first, income second. Das heißt, erst gibst du und zeigst den Leuten, was du kannst, hoffentlich in deinen Inhalten. Und dann werden sie automatisch deine Online-Produkte kaufen, weil die wollen mehr lernen. Ne? Es ist ein ganz natürlicher Prozess sich weiter da reinkniens und des weiter guckens und weiter herausfindens, worum es denn da jetzt geht. Und ja, das ist ein ganz normaler Prozess. Das machen wir alle. Wir denken an AIDA. Ich verlinke das hier oben mal im Video. Attention, Interest, Desire and Action. Ja, also du wächst das Interesse, die Aufmerksamkeit mit deinen Inhalten, du wächst das Interesse, dann den Wunsch mehr zu erfahren und dann take action, ja, dann gehen die Leute dahin und versuchen in Aktion zu treten und mehr darüber zu erfahren und
vielleicht auch deinen Online-Kurs zu kaufen. Ja, ich hoffe, das hat dir geholfen oder wird dir helfen bei der Vermarktung deines Online-Kurses. Bitte immer dran denken, du kannst das auf jeder Plattform machen, ne? Egal wie. Und wenn dem so ist, freue ich mich darüber, wenn du den Kanal abonnierst, uns einen Daumen nach oben da lässt und die kleine Glocke anklickst, damit wir dich benachrichtigen, sobald wir ein neues Video posten. Und jetzt haben wir die 28-Tage-Challenge fast geschafft. Ja? Ich hoffe, an diesem Zeitpunkt hast du deinen Online-Kurs fertiggestellt. Hinterlass mir doch mal in den Kommentaren, wie hat dir das gefallen? Hast du deinen Online-Kurs hinbekommen? Hast du noch irgendwelche Fragen? Fehlen dir noch Informationen? Auf diesem Kanal gibt es natürlich immer wieder Videos. Eigentlich jede Woche 1 bis 2 Stück. Und mindestens, ne? Diesen Monat gab es verdammt viele Videos, ja. Also, auf jeden Fall kann ich dann gerne deine Fragen aufgreifen und dazu noch Videos erstellen. Und dann hoffe ich, dich erstmal morgen wiederzusehen. Bis morgen. Tschüss.